Herzlich willkommen! In diesem Video behandeln wir das Thema Inbetriebnahme des Hywind EM1 Servomotors in Kombination mit einer Spindel- und Riemenachse. Nachdem der Servomotor korrekt an den Antriebsregler ED1 angeschlossen wurde, kann die Inbetriebnahmesoftware Thunder gestartet werden. Falls Sie ein Feldbus-Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Access Channel auf Thunder eingestellt ist. Um nun den Servomotor korrekt einzustellen, öffnen Sie den Configuration Wizard. Zunächst muss die Spannung eingestellt werden. Bei Antriebsreglern mit einer Leistung von weniger als 5 kW die einphasige Spannungsmethode mit 220 Volt verwendet werden. Antriebsregler mit einer Leistung über 5 kW werden hingegen dreiphasig mit 400 Volt angeschlossen. Der Vorteil der eigenen Servomotoren von Hywind liegt darin, dass sie automatisch erkannt werden, wodurch ein Motor- und Encoder-Setup nicht erforderlich sind. Im Control Mode haben Sie die Möglichkeit, bei Standardantriebsreglern den gewünschten Antriebsmodus auszuwählen. Bei Feldbusgeräten hingegen erfolgt diese Modusauswahl über ihre übergeordnete Steuerung, weshalb diese Funktion hier nicht zur Verfügung steht. Im Bereich Command Input Setup haben Sie die Möglichkeit, die Antriebsart des Motors zu wählen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Spindelachse, Riemenachse und Riemenscheibe, Rollenvorschub, Zahnstange mit Ritzel, Rundtisch oder sonstiges. Im ersten Beispiel nutzen wir eine Spindelachse, da wählen wir die Option Ball Screw. Nun muss die Vorschubkonstante der Achse eingestellt werden. Diese Information können Sie entweder dem Typenschild Ihrer Hywind-Achse oder Ihrer Bestellung entnehmen. Alternativ finden Sie diese Angaben auch auf unserer Webseite. Wenn wir als Beispiel die Spindelachse mit der Bezeichnung HM060 S010 betrachten, entspricht die Zahl nach dem S der Vorschubkonstante. In diesem Fall wäre das die 10. Vergessen Sie nicht, den Wert mit der Enter-Taste zu bestätigen. Im nächsten Schritt sollten Sie überprüfen, ob zwischen Ihrem Servomotor und der Spindelachse ein Getriebe montiert ist. In unserem Fall ist kein Getriebe vorhanden, weshalb wir das Verhältnis 1:1 eintragen. Im letzten Schritt dieses Setups haben Sie die Möglichkeit, die Control Units festzulegen. Eine Control Unit ist eine vom Benutzer definierte Einheit, die dem kleinsten linearen oder rotativen verfahrbaren Weg entspricht. Die Encoderauflösung, Vorschubkonstante und Getriebefaktor werden auf diesen im Feld eingegebenen Wert normiert. Viele Parameter basieren auf diesem Wert und auch die übergeordnete Steuerung verwendet diese Einheit als Referenz. In unserem Beispiel wählen wir nun 1 μ. Nun entspricht ein Control Unit 1 μ. In unserem zweiten Beispiel verwenden wir eine Riemenachse, weshalb wir die Option Belt and Pulley auswählen. Genauso wie bei der Spindelachse müssen wir hier auch die Vorschubkonstante einstellen. Wenn wir die Riemenachse mit der Bezeichnung HM060 B155 betrachten, steht die Zahl nach dem B für die Vorschubkonstante, die in diesem Fall 155 mm beträgt. Bitte bestätigen Sie diesen Wert mit der Enter-Taste. Nun muss überprüft werden, ob zwischen Ihrem Servomotor und der Riemenachse ein Getriebe montiert ist. In den meisten Fällen wird die Riemenachse durch ein Getriebe vom Motor aus angetrieben. In unserem Fall beträgt das Übersetzungsverhältnis 1:5. Auch diese Werte wieder mit Enter bestätigen. Nun muss die Einheit Control Unit noch definiert werden. Wenn Sie einen emulierten Encoderausgang nutzen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, die Anzahl der Impulse pro Motorumdrehung festzulegen. Diese Impulse können beispielsweise von externen Systemen verwendet werden, die Sie zur Positionierbestimmung benötigen. Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten, können Sie diesen Schritt einfach überspringen. In der I/O-Konfiguration können Sie die Eingänge und Ausgänge des Antriebsreglers anpassen. Detailliertere Informationen zu den Pin-Belegungen und deren Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch unter dem Punkt 5.5 Control Signals. Bitte beachten Sie, dass es Unterschiede in den Pin-Belegungen zwischen den Standard- und den Feldbus-Antriebsreglern gibt. Um die Standardkonfiguration zu ändern, setzen Sie das Häkchen bei Benutzer definiert. Falls Sie zum Beispiel Endschalter an Ihrer Achse montiert haben, können Sie diese über NOT oder POT konfigurieren.
Die Eingänge sowie Ausgänge können entweder über den Reiter Signaltyp oder durch Klicken auf den Drive-Pin invertiert werden. Nun können die Funktionen der I/Os nach Belieben konfiguriert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass der COM-Eingang ebenfalls verdrahtet sein muss, damit die Eingänge ein Potential zur Masse haben. Andernfalls werden die Signale nicht erkannt. Die Ausgänge des Antriebsreglers sind potentialfreie Kontakte, die auf 100 mA begrenzt sind. Bei höheren Strömen sollte ein Optokoppler oder Relais eingesetzt werden. Nun können die Einstellungen an den Drive übertragen werden. War dies erfolgreich und da ist keine Fehlermeldung aktiv, bekommen wir das Signal Drive Ready. Nachdem die Parameter an den Antriebsregler übertragen wurden, wechselt der Access Channel bei Feldbusgeräten automatisch in den Modus Controller, wobei die übergeordnete Steuerung die Kontrolle übernimmt. Bei unseren Standardgeräten steht lediglich der Thunder Mode zur Verfügung. Nach der Inbetriebnahme empfehlen wir einen kurzen Funktionstest durchzuführen. Zunächst sollen Sie bei Feldbusgeräten den Access Channel auf Thunder einstellen. Wie bereits erwähnt, ist die Basiseinheit in der Thunder Software als Control Units definiert. Bei Bedarf können Sie diese jedoch in eine gewünschte Längen- oder Rotationseinheit umwandeln. Hierzu gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie unter dem Punkt Settings, Control Units, Display Unit Setting, Autoset. Im oberen Fenster sehen Sie die Control Units pro Motorumdrehung. Da wir eine Vorschubkonstante von 155 mm eingestellt haben, mit einem Getriebe von 1:5, ergibt dies 31.000 Control Units. Im unteren Fenster sehen Sie 1 mm gleich 1000 Control Units. Diese entstehen dadurch, dass ich die Control Units auf 1 μ eingestellt habe. Anschließend kann diese Auswahl mit Apply bestätigt werden. Nun haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Einheit auszuwählen. Ich verwende in diesem Beispiel die Einheit Millimeter. Nun wird die Position in Millimeter und die Geschwindigkeit in Millimeter pro Sekunde angezeigt. Speichern Sie die Konfiguration. Lassen Sie uns nun mit dem Funktionstest fortfahren. Auch hier sind nun alle Einheiten in Millimeter oder Millimeter pro Sekunde normiert. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Achse entweder im Position Mode oder im Velocity Mode zu testen. In unserem Beispiel verwende ich den Position Mode. Zuerst reduzieren wir die Geschwindigkeit auf 5 mm pro Sekunde. Um den Motor nun zu bestromen, klicken Sie auf den Button Enable. War Ihre Konfiguration erfolgreich, bekommen Sie das Feedback Servo Ready. Es ist zu beachten, dass bei Servomotoren mit Bremse ein leichtes Klicken zu hören ist. Dies bestätigt, dass die Bremse ordnungsgemäß angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert. Sobald der Motor bestromt ist, können Sie zwischen den Funktionen Point-to-Point Movement, Absolute Movement, Relative Movement und Tippbetrieb wählen. Um sicherzustellen, dass alle Encoder-Einstellungen richtig sind, empfehle ich Ihnen, eine Relativbewegung über eine festgelegte Strecke durchzuführen und diese anschließend nach dem Verfahren zu überprüfen. Für eine absolute Positionierung muss die gewünschte Position entweder bei P1 oder bei P2 eingetragen werden. Mit dem Button Move To können Sie die Positionierung starten. Für einen Point-to-Point-Verfahrsatz haben Sie die Möglichkeit, die Start- und Zielposition bei P1 und P2 einzutragen. Hier ist zu beachten, dass die kleinere Position bei P1 hinterlegt werden muss. Mit den Buttons P1 und P2 können Sie die aktuelle Position als Point-to-Point-Position speichern. Die Dwell Time legt die Pause zwischen den Fahrbefehlen fest. Um den Verfahrsatz zu starten, klicken Sie einfach auf den Button Start Point-to-Point.
Über die Tasten Jog Plus und Jog Minus kann die Achse im Tippbetrieb bewegt werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video bei der Inbetriebnahme unseres Servomotors weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.